Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ich in nur 8 Monaten geschafft habe, die C1-Prüfung zu bestehen. Ja, das ist mein erstes Video auf diesem Kanal und ja, ich hoffe wirklich, dass es euch dieses Video gefällt, weil ich habe sehr viel Zeit in diesem Video investiert und ja, ich wollte euch auch meine ganze Geschichte erläutern und einfach der ganze Prozess, wie ich das in kurzer Zeit geschafft habe. Okay, dann fangen wir erstmal von vorne an. Ich bin Paulo, für die Leute, die mich nicht kennen, wahrscheinlich alle, weil es mein erstes Video ist. Ich bin 19 Jahre alt und ich komme eigentlich aus Spanien, aber tatsächlich bin ich in Deutschland geboren, also in Hamburg. Aber als ich 3 Jahre alt war, bin ich nach Spanien gezogen und dort aufgewachsen. Ne? Das heißt, dass meine Muttersprache auf jeden Fall Spanisch ist. Und ich wohne hier in Hamburg ungefähr seit einem Jahr. Ja, und das ist sozusagen meine Herkunft. Also meine Eltern kommen aus Kuba. Also ich habe eine multikulturelle Hintergrund. Ne? Okay, jetzt kommen wir zum Thema Erfahrungen mit dem Deutschlernen. Und ja, auf jeden Fall, also obwohl ihr im Titel dieses Videos gesehen habt, dass ich eigentlich richtig gut Deutsch gelernt habe in nur 8 Monaten, habe ich eigentlich ein bisschen im Gymnasium gelernt. Das heißt, als ich 12 Jahre alt war, musste ich mich zwischen Französisch und Deutsch entscheiden. Und ich habe am Ende Deutsch ausgewählt, weil mein Vater zu dieser Zeit in Deutschland gewohnt hat. Und ja, meine Mutter hat auch in Deutschland studiert, obwohl sie beide aus Kuba kommen. Und auch einfach, weil ich Französisch nicht so gerne mag, deswegen habe ich Deutsch ausgewählt. Ne? Also ich hatte Deutschunterricht in der Schule ungefähr 4 Jahre. Und in diesen 4 Jahren habe ich gar nicht so viel gelernt. Also ich konnte mich auf jeden Fall vorstellen. Und aber ich konnte einfach nur die Grundlagen sagen. Und das hat mir nicht so wirklich geholfen. Also zum Beispiel, wenn ich habe auf jeden Fall sehr viele Videos geschaut, als ich im Gymnasium war. Und dort konnte ich gar nicht verstehen, wirklich. Also deswegen sage ich mal, dass ich Deutsch in 8 Monaten gelernt habe, weil ich vorher nur die Basics konnte. Ne? Und dann habe ich mein Abitur in Spanien abgeschlossen und ich war ungefähr 18 Jahre alt. Das heißt auf jeden Fall, das war vor einem Jahr ungefähr, dass ich mein Abitur dort abgeschlossen habe. Und ja, und warum bin ich nach Deutschland gekommen? Okay, das war, weil ich einfach auf einer Insel gewohnt habe, wo es nicht so viele Möglichkeiten gibt. Wenn man zum Beispiel ein Studium machen möchte, gibt es nicht so viele Optionen sozusagen. Ne? Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, nach Deutschland zu ziehen, auch weil mein Vater hier wohnt und es war alles einfacher. Ne? Aber auf jeden Fall war das eine Entscheidung, die ich auf jeden Fall getroffen habe, weil ich einfach ein Mensch bin, der alles schafft, was sich vornimmt. Und deswegen wollte ich einfach nach Deutschland ziehen. Und ich glaube, dass das einfach eine sehr gute Entscheidung war, weil ich einfach nicht wusste, dass ich in 8 Monaten schaffen würde, was ich wirklich geschafft habe. Ne? Und dann im Juli 2022 bin ich nach Deutschland gezogen. Und im September 2022 habe ich wirklich angefangen, Deutsch zu lernen. Und ich habe mich in einer Akademie, in einer Sprachschule angemeldet, die wahrscheinlich wirklich wie viele Leute kennen, die Deutsch lernen. Es heißt Deutsche Akademie und dort war ich wirklich 5 Monate und ich habe dort wirklich so viel mehr gelernt, als ich im Gymnasium gelernt habe. Ich habe in 5 Monaten mehr gelernt als die 4 Jahre, die ich im Gymnasium verbracht habe. Und also ich habe 3 Stunden
in dieser Sprachschule verbracht, ne? Und auch ungefähr 2 oder 3 Stunden zu Hause gelernt. Also, und das heißt auf jeden Fall, dass ich ungefähr 6 Stunden jeden Tag Deutsch gelernt habe. Ne? Und das war auf jeden Fall vor allem in den ersten Monaten, ne? Also in den ersten 2, 3 Monaten habe ich so viel gelernt, weil ich einfach nicht so viel Deutsch konnte. Deswegen wollte ich einfach lernen. Und ich bin auch ein Mensch, der sich gerne für Sprachen interessiert. Das heißt, es fällt mir leichter, eine neue Fremdsprache zu lernen, weil ich das sehr gerne mag, ne? Und weil ich einfach ein bisschen Talent habe und deswegen glaube ich, dass es sein kann, dass es Leute gibt, die das nicht können, weil sie das nicht so gerne machen, ne? Deswegen, ne? Aber ja, auf jeden Fall war das gut für mich, dass ich einfach jeden Tag, egal wie ich mich gefühlt habe, einfach gekämpft habe, so viel Deutsch gelernt habe und einfach, ich hatte Motivation. Ne? Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, was man haben kann. Und dann später, also nach diesen 5 Monaten, ne, also ich war von September bis März, ne, im März war ich auf Kuba. Ich habe einfach 2 Wochen Urlaub gemacht, weil ich das gebraucht habe, ne, weil 5 Monate jeden Tag 6 Stunden Deutsch lernen. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das mir gut getan hat, diesen Urlaub. Ne? Und dann nach dem Urlaub habe ich, also nach dem Urlaub hatte ich schon ein sehr gutes Niveau. Nach diesen 5 Monaten, ne, hatte ich ein ziemlich gutes Niveau. Aber ich wusste, dass ich noch ein bisschen mehr Deutsch lernen sollte. Und dann habe ich ein paar Online-Kurse gemacht. Also das war, glaube ich, im April 2023 habe ich einen Online-Kurs gemacht bis ungefähr Mai. Und dann im Mai habe ich die C1-Prüfung gemacht. Und ich bin leider im ersten Versuch durchgefallen, weil ich einfach, ich war auf jeden Fall vorbereitet, aber die Schule, in der ich diese Prüfung gemacht habe, war nicht die beste Schule, sozusagen. Es war eine Schule, die mir nicht so gefallen hat, und ich habe einfach diesen Fehler gemacht. Aber am Ende habe ich die Prüfung wiederholt, im Juli ungefähr. Und ich habe das bei Speakeasy gemacht. Ich glaube, es ist sehr populär, sehr beliebt hier, Speakeasy. Und dort habe ich wirklich die C1-Prüfung bestanden. Ich habe ungefähr das Ergebnis im August mitbekommen. Und ich war einfach sehr froh, sehr glücklich. Ich konnte es nicht glauben. Und das war ungefähr meine Geschichte und der ganze Prozess ungefähr zusammengefasst, wie ich nur in 8 Monaten die C1-Prüfung bestanden habe. Und ich wollte auch euch ermutigen, ne, dass wenn ihr zum Beispiel ein Ziel im Leben habt oder wenn ihr etwas unbedingt erreichen wollt, dass ihr euch nicht unterkriegen lässt, dass ihr einfach niemals aufgibt, weil es gibt auf jeden Fall viele Hindernisse, viele Sachen, die im Leben passieren, aber wirklich, also wenn du etwas willst, dann du musst auf jeden Fall Zeit investieren, daran arbeiten, kämpfen bis zum Ende, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall meine Einstellung und ich glaube, dass man sehr viel schaffen kann, wenn man sich Mühe gibt, weil dann kommt die Belohnung. Ne? Also wenn du auf jeden Fall dir Mühe gibst, dich um etwas bemühst, dann kommt immer eine Belohnung und das ist eine Fähigkeit, die ich glaube, die mehr Leute haben sollten. Und ja, das war wirklich alles. Ich hoffe, dass es euch dieses Video gefallen hat. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall mehr Videos hochladen, aber ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr über meine Geschichte denkt oder was für Videos ihr auf diesem Kanal sehen wollt. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.